wie du beim Spazieren, Kochen oder Duschen Deutsch trainierst, ohne extra Zeit. Lernen ohne Lernen. Du kennst das sicher. Du nimmst dir vor, mehr Deutsch zu lernen. Wirklich regelmäßig, konzentriert, diszipliniert. Du öffnest dein Buch, setzt dich hin und nach 5 Minuten klingelt das Handy. Die Gedanken wandern und der Tag ist vorbei. Dann kommt das Gefühl, ich habe wieder nichts gemacht. Aber das stimmt nicht, denn Lernen passiert nicht nur, wenn du am Tisch sitzt. Lernen ist überall. Beim Gehen, beim Kochen, beim Duschen, beim Leben. Dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen Lernzeit und Alltagszeit. Es lernt, wenn du bewusst bist. Wenn du etwas hörst, fühlst, sprichst, auch ohne Plan, ohne Druck. Das Problem ist nicht, dass du keine Zeit hast. Das Problem ist, dass du glaubst, du brauchst extra Zeit. Aber das wahre Geheimnis ist Integration. Sprache will gelebt werden, nicht nur studiert. Wenn du lernst, Deutsch in deinen Alltag einzuweben, in Bewegung, Geräusche, Gerüche, Wasser, Rhythmus, dann lernst du nicht mehr gegen dein Leben, sondern mit ihm. Und plötzlich wird jeder Spaziergang, jedes Frühstück, jede Dusche ein Moment, in dem du wächst. Heute zeige ich dir, wie du genau das tust, wie du dein Deutsch im Alltag trainierst, ohne dich hinzusetzen, ohne extra Zeit, ohne Stress. Nur du, dein Körper und die Sprache im Fluss des Lebens. Das Problem mit dem klassischen Lernen. In der Schule haben wir gelernt, dass Lernen nur dann richtig ist, wenn wir still sitzen. Stift in der Hand, Blick aufs Buch. Alles andere galt als Ablenkung. Aber das Leben funktioniert so nicht. Das Gehirn ist kein Speicherchip. Es ist ein lebendiger Organismus. Es lernt im Rhythmus, in Bewegung, im Alltag. Trotzdem denken viele Menschen, ich habe heute keine Zeit gelernt, nur weil sie keine Stunde mit Grammatik verbracht haben. Aber sie haben beim Einkaufen Deutsch gehört, beim Spaziergang Sätze im Kopf wiederholt, beim Musikhören neue Wörter gefühlt. Und das ist Lernen. Das klassische Lernen trennt. Hier das Leben, dort das Lernen. Hier Freude, dort Pflicht. Aber genau diese Trennung macht uns müde. Denn du kannst nicht jeden Tag in 2 Welten leben. Die Wahrheit ist, Lernen passiert immer, wenn du aufmerksam bist. Dein Gehirn nimmt ständig auf, auch ohne dass du es merkst. Das Ziel ist also nicht mehr, Zeit zu finden, sondern Momente zu erkennen. Die kleinen Zwischenräume, in denen du sprechen, hören, fühlen kannst. Wenn du diese Momente nutzt, lernst du nicht gegen deine Routine, sondern mitten in ihr. Dann wird Lernen kein Pflichtprogramm, sondern ein natürlicher Teil deines Tages. Und das ist der Punkt, an dem Lernen leicht wird. Das Prinzip der Integration. Das Geheimnis erfolgreichen Lernens liegt nicht in mehr Zeit, sondern in mehr Verbindung. Unser Gehirn ist kein Wörterbuch. Es speichert keine Vokabeln in Reihen, sondern in Netzwerken. Und je mehr dieser Netzwerke aktiv sind, Bewegung, Klang, Gefühl, Bild, desto tiefer bleibt das Wissen. Darum lernst du schneller, wenn du mit dem ganzen Körper lernst. Wenn du gehst und sprichst, hörst und fühlst, bewegst und denkst, dann arbeitet dein Gehirn auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Sprache wird lebendig, weil sie mit Erfahrung verbunden ist. Das nennt man Integration. Nicht ich lerne jetzt Deutsch, sondern ich lebe und Deutsch läuft mit. Beim Kochen riechst du, schmeckst du, hörst du Geräusche. Dein Gehirn ist offen.
Beim Spazieren ist dein Körper in Rhythmus, dein Denken fließt. Beim Duschen bist du entspannt, dein Geist frei für Wiederholung. In solchen Momenten nimmt dein Gehirn Sprache mühelos auf, weil sie Teil des Geschehens ist. Lernen wird dann nicht zu etwas, das du tun musst, sondern zu etwas, das du bist. Du trainierst dein Gehirn nicht nur mit Wissen, sondern mit Leben. Und genau dort, wo Leben ist, da bleibt Sprache. Spazieren. Bewegung aktiviert Sprache. Wenn du gehst, bewegt sich nicht nur dein Körper, auch dein Denken kommt in Bewegung. Spazieren ist eine der einfachsten, aber mächtigsten Lernmethoden. Denn jedes Mal, wenn du läufst, aktivierst du genau die Bereiche im Gehirn, die Sprache, Erinnerung und Kreativität steuern. Dein Atem wird rhythmisch, deine Gedanken fließen. Und dieser Rhythmus ist derselbe, in dem Sprache lebt. Darum sprich beim Gehen. Nicht laut, wenn du dich dabei unwohl fühlst, aber innerlich, rhythmisch, fließend. Beschreibe, was du siehst. Der Himmel ist grau, ich sehe ein rotes Auto, die Luft riecht nach Regen. Oder erzähl dir selbst kleine Geschichten. Ich gehe in die Stadt, ich treffe eine Freundin, wir trinken Kaffee. So übst du Grammatik, Wortschatz, Satzstruktur, ohne dich hinzusetzen. Bewegung macht Sprache natürlich. Dein Körper hilft dir, den Satzfluss zu spüren. Du merkst automatisch, wo ein Satz zu lang oder hart klingt. Viele berühmte Denker, von Nietzsche bis Einstein, lernten und dachten beim Gehen, weil der Körper das Denken trägt. Mach also aus jedem Spaziergang ein kleines Sprachabenteuer. Ein offenes Gespräch mit dir selbst. Denn in Bewegung denkt man klarer, spricht freier, lernt tiefer. Sinne, Geruch und Grammatik. In der Küche lernt dein Gehirn auf die natürlichste Weise, denn hier sind alle Sinne wach. Geruch, Geschmack, Klang, Bewegung. Beim Kochen wiederholst du Handlungen und Wiederholung ist das Fundament jeder Sprache. Aber hier geschieht sie im Kontext. Wenn du sagst, ich schneide die Zwiebel, ich koche die Suppe, ich probiere das Essen, dann sprichst du nicht abstrakt. Du siehst, riechst, fühlst, was du sagst. Das Gehirn liebt solche Momente, weil jedes Wort mit einer Erfahrung verbunden ist. Du sagst nicht nur kochen, du kochst. Du sagst nicht nur schneiden, du schneidest. So entstehen neuronale Verbindungen, die 10-mal stärker sind als die aus trockenen Lernphasen. Du kannst beim Kochen kleine Übungen machen. Beschreibe laut, was du tust. Zähle die Zutaten auf. Sprich mit dir selbst, als würdest du jemandem erklären, was du machst. Jetzt gebe ich Salz dazu. Jetzt rühre ich um. Jetzt schmecke ich ab. Das ist Grammatik in Bewegung. Du trainierst Strukturen, ohne es zu merken. Und das Beste, du fühlst Freude. Geruch, Wärme, Geschmack, alles wird Teil deines Lernprozesses. So wird ein einfacher Moment in der Küche zu einem kleinen Sprachritual, voller Leben, Bedeutung und Bewusstsein. Duschen. Sprache und Rhythmus. Unter der Dusche ist alles anders. Das Wasser rauscht, der Kopf wird frei, niemand hört dich, niemand bewertet dich. Und genau das ist der perfekte Moment, um zu sprechen. Beim Duschen bist du entspannt, dein Körper im Rhythmus, dein Atem ruhig. Das Gehirn ist wach, aber ohne Druck. Das ist die ideale Kombination für freies Sprechen. Also sprich laut oder flüsternd, was dir einfällt. Kein Plan, keine Regeln. Nur du und die Sprache. Sag einfache Sätze: Heute war ein guter Tag.
Ich gehe später einkaufen. Ich will heute etwas Neues lernen. Oder wiederhole Worte, die du gestern gehört hast. Spiele mit ihnen, ändere die Reihenfolge, mach Musik daraus. Das Wasser hat einen Rhythmus, lass ihn dein Metronom sein. Ich denke, ich atme, ich spreche. Wieder und wieder, bis Sprache fließt wie das Wasser selbst. Viele Menschen haben Angst zu sprechen, weil sie sich beobachtet fühlen. Aber im Badezimmer bist du frei. Da zählt kein Fehler, keine Perfektion, nur Klang, Gefühl, Bewegung. Wenn du jeden Morgen ein paar Minuten Deutsch sprichst, während das Wasser über dich fließt, lernt dein Gehirn, Sprache ist leicht, Sprache ist mein Raum. So beginnt jeder Tag mit einem kleinen Sieg über die Angst und mit einem Tropfen mehr Selbstvertrauen. Der Schlüssel: Bewusstheit statt Zeit. Viele sagen, ich habe keine Zeit zum Lernen. Aber das ist nicht wahr. Du hast Zeit, nur dein Bewusstsein ist woanders. Denn Lernen braucht keine Uhr, es braucht Aufmerksamkeit. Wenn du spazieren gehst, aber in Gedanken bei der Arbeit bist, lernt dein Gehirn nichts. Wenn du kochst, aber gleichzeitig scrollst, verpasst du den Moment. Doch sobald du bewusst wirst, beginnt das Lernen automatisch. Du siehst ein Wort, hörst eine Stimme, spürst einen Klang und plötzlich sagt dein Gehirn, aha, das kenne ich. Das ist das wahre Geheimnis des Alltagslernens. Nicht mehr tun, sondern mehr sehen, hören, fühlen. Ein kurzer Moment echter Präsenz ist wertvoller als eine Stunde mechanischer Wiederholung. Wenn du lernst, in den kleinen Dingen wach zu sein, wird jeder Moment zur Lernchance. Die Geräusche auf der Straße, die Stimmen im Radio, deine eigenen Gedanken, alles kann zu Sprache werden. Das ist keine Technik, es ist eine Haltung. Eine Entscheidung, die Welt nicht passiv zu konsumieren, sondern aktiv wahrzunehmen. So verwandelst du dein Leben in einen Raum voller Input. Kein zusätzlicher Aufwand, kein Zeitplan, nur Bewusstsein. Denn Sprache erlebt da, wo du anwesend bist. Mini-Rituale im Alltag. Große Veränderungen beginnen mit kleinen Ritualen. Nicht mit 5 Stunden Lernen am Wochenende, sondern mit 2 Minuten Bewusstsein jeden Tag. Mini-Rituale sind kleine Anker im Alltag. Momente, die dein Gehirn mit Sprache verbindet. Sie sind kurz, aber regelmäßig und genau das macht sie mächtig. Zum Beispiel morgens, direkt nach dem Aufstehen, sag laut einen Satz auf Deutsch. Etwas Positives, Einfaches. Heute wird ein guter Tag. Dein Gehirn merkt, Deutsch gehört zu meinem Morgen. Beim Frühstück benenne, was du siehst. Das Brot ist frisch. Der Kaffee riecht gut. Du trainierst Artikel, Adjektive, Sinne, ganz automatisch. Unterwegs wiederhole im Kopf 3 Sätze aus dem letzten Tag. Mach daraus ein inneres Gespräch. Abends denk an einen Moment des Tages und sag ihn auf Deutsch. Ich war heute müde, aber zufrieden. Diese Rituale brauchen keine Vorbereitung, keinen Druck, keine Perfektion. Sie verbinden Deutsch mit deinem echten Leben und dadurch mit deinem Langzeitgedächtnis. Das Geheimnis liegt in der Wiederholung. Nicht laut, nicht viel, aber immer wieder. So entstehen sprachliche Reflexe. Und eines Tages merkst du, du denkst auf Deutsch, ohne es zu merken. Mini-Rituale sind kleine Samen, die du täglich pflanzt. Und aus ihnen wächst Sprachgefühl. Fehler, Spaß und Flow. Viele Menschen wollen perfekt sprechen, bevor sie überhaupt anfangen zu sprechen. Aber Perfektion blockiert. Fluss entsteht nur, wenn du dich traust, nicht perfekt zu sein. Fehler sind kein Hindernis, sie sind Musik. Sie zeigen, dass du in Bewegung bist, dass du ausprobierst, dass du lebst. Wenn du im Alltag Deutsch übst,
Mach es mit Humor. Lach über deine Fehler. Sprich trotzdem weiter. Mach den Fehler zu einem Freund. Sag zum Beispiel, ich habe der Auto gewaschen. Dann korrigiere dich mit einem Lächeln. Das Auto. Na klar, das Auto. Diese kleine Bewegung, dieses Bewusstsein ist pures Lernen. Dein Gehirn liebt diese Dynamik. Spannung, Korrektur, Erleichterung, Dopamin. Jede kleine Selbstkorrektur fühlt sich an wie ein Mini-Erfolg. So entsteht Flow. Flow bedeutet, dass du lernst, ohne es zu merken, weil du ganz im Moment bist. Nicht in der Angst, nicht im Ziel, sondern im Tun. Wenn du spielst, lachst, improvisierst, wird Deutsch lebendig. Du fängst an zu experimentieren, statt zu kontrollieren. Und genau dort, wo du dich nicht mehr bemühst, sondern einfach bist, beginnt echte Sprache. Sprache, die atmet. Sprache, die fließt. Sprache, die zu dir gehört. Schluss? Sprache ist überall. Am Ende wirst du merken, du musst Deutsch nicht suchen. Es ist schon da, in den Geräuschen deiner Straße, im Gespräch zweier Menschen am Kiosk, im Wind, der an deinem Fenster vorbeizieht. Sprache ist überall, weil das Leben überall spricht. Du lernst nicht nur, wenn du übst. Du lernst, wenn du hörst, wenn du fühlst, wenn du lebst, wenn du gehst, wenn du kochst, wenn du duscht. Sprich mit der Welt, mit dir selbst, mit dem Moment. Sag, ich bin hier, ich lerne, ich atme Deutsch. Dann spürst du, dass Lernen kein Kampf ist, sondern Bewegung, ein Rhythmus, der mit deinem Leben schwingt. Die Sprache wird Teil deiner Schritte, Teil deines Atems, Teil deiner Stimme. Und irgendwann denkst du nicht mehr, ich lerne Deutsch. Du denkst einfach, auf Deutsch. Das ist der Moment, in dem du aufgehört hast zu lernen und angefangen hast zu leben. Sprache ist kein Fach, sie ist ein Fluss. Und du bist das Wasser, das darin schwebt. Also geh, koch, dusch, lach und lass die Sprache mitfließen, denn sie war nie getrennt von dir. Du musst sie nur hören.